Ihr Lieben, einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Auflage des WEHORSE Online Festivals. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle am Start seid. Wir haben schon so viele Leute, die da sind bei uns im Chat. Es ist unglaublich. Tirol, Niederösterreich, Holzminden, die Oberlausitz, Bayern, Mannheim, Nürnberg, Kaiserslautern, Lübeck. Ihr seid von überall da, das ist großartig. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auf 4 großartige Trainer. Es sind neben Peter Piet Kreinberg, Laura Nettelberg und Claudia Butri beginnen wir mit Linda Tellington-Jones. Einen schönen guten Morgen, Linda. Haha, guten Morgen. Hier ist es aber dunkel und Abend. Genau, du bist zugeschaltet aus Hawaii. Wie viel Uhr ist es bei dir gerade? Genau. 10 Uhr. Wir haben 10 Uhr genau abends. 12. Und, ja. Großartig. Schön, dass du mit dabei bist. Du wirst den Reigen eröffnen, der insgesamt 4 Trainer beim WEHORSE Online Festival. Die uns auf Instagram genau verfolgt haben, wissen, dass es ein Gewinnspiel gibt. Wir werden im Laufe der letzten Session mit Peter Kreinberg die Gewinner verkünden. Wenn ihr eure Chancen verdoppeln wollt, dann könnt ihr ganz einfach eine Instagram-Story über das WEHORSE Online Festival posten, unseren Instagram-Account vertaggen. Das ist wehorse_de und dann seid ihr auf jeden Fall mit einer erhöhten Gewinnchance dabei beim Gewinnspiel. So, liebe Linda, wir steigen ein und ihr habt alle, liebe Zuschauer, ein Workbook von uns bekommen. Das sieht so aus. Da könnt ihr dann selber auch noch Notizen für euch machen. Ihr habt noch Informationen rund um die Trainer. Wir haben euch eine E-Mail geschickt, da ist der Download-Link drin. Ansonsten unser Team, das hier mit am Start ist, auch im Chat, wird dann sonst den Download-Link gleich noch einmal schicken. Ich sehe gerade, hier schreiben auch einige, bei mir steht, das Event hat noch nicht begonnen. Ihr müsst einmal euren Browser aktualisieren und dann seid ihr voll am Start. Ja, also das Workbook, das ist das eine. Zum anderen könnt ihr Fragen stellen. Das ist so, dass Linda erst eine gut 30-minütige Präsentation hält. Danach stellt sie sich euren Fragen und hier haben wir mal eine kleine Animation gemacht, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht das unten quasi bei euch unterm Chat. Dort könnt ihr die Fragen stellen und die Fragen mit den meisten Votes, die werden dann von mir gefragt werden. Wunderbar. Also, das dazu. Linda, es geht natürlich um den TTouch. Darum wird es heute gehen. Die Magie der Methode, die du entwickelt hast, was sie auch für dich und dein Pferd bewirken kann. Und wir hier bei WEHORSE arbeiten schon seit vielen Jahren mit dir zusammen. Du wohnst auf Hawaii, bist in den Vereinigten Staaten zu Hause und hast vor vielen, vielen Jahren die TTouch-Methode begründet, eine revolutionäre Methode zur Ausbildung von Pferden mit dem besonderen Touch. Das wirst du uns allen gleich erklären. Inzwischen in über 39 Ländern etabliert. Bis in die Volksrepublik China sind deine Werke auch übersetzt worden. Und es geht um die besondere Beziehung zwischen Pferd und Mensch. Also Linda, alles ist bereitet. Wir freuen uns auf deine Präsentation. Und ich freue mich sehr, weil alle über Zoom zu sein. Das ist so erstaunlich, ne? So weit weg bin ich, aber total hier. Heute, was ich sage, ist mehr konzentriert auf die 3 Magie T-Touches für euch. Aber zuerst, ich möchte dies einfach von diesem Foto zeigen, was man mit T-Touch machen kann. Dies ist ein typisches Beispiel von einem Pferd. Wir kommen zum einen 3-Tage-Kurs als Sportpferde in Italien vor 3 Jahren. Das ist ein 6-Year-old Pferd, das viele, viele Probleme gehabt hat. Das heißt, in Springen, war total man konnte ihn überhaupt nicht vertrauen. Guck, wie steht. Ein von unserer Tellington-Philosophie ist, wenn wir wollen die Leistung oder oh gosh, jetzt mein Deutsch, Beziehung
und auch die, jetzt ich vergesse the word for behavior, Verhalten. Wir wollen die Verhalten auch ändern, wir müssen die Haltung ändern. Und in 3 Tagen mit TTouch, mit dem Pferd, man sieht, wer er steht. Guck mal, die Unterhals, der Arme, der Nüstern, sein Nüstern war so fest, die Ohren waren fixiert. Und man sieht nicht so klar in das Foto, aber sein Schweif ist schub in die Luft, weil alle fliegt um ihn. Er war so, nicht in Ordnung in sein Nervensystem. Guck, wie er steht. Ich habe ihn am 2. Tag geritten und total ruhig in den 2. Tag. Und am 3. Tag, guck, wie er steht. Vorderbein direkt unter ihm, ein total entspannt dabei. Und er war so nervös fremde Leute. Und wir haben hier viele Menschen ihn. Now, das kommt durch, ich habe nur 1 Stunde am Tag mit ihm gearbeitet, mit dem Reiter. Und dann hat 1 Stunde von TTouch im Stall von unseren Practitioner, der die Besitzer beigebracht hat, wie die das machen kann. Und das ist, was möglich ist mit TTouch. In 3 Tagen so viel Veränderung zu haben mit dieser Kombination. Now, was kommt next? Die nächste Folie ist, bitte, Christian. Ja, das ist, wir konzentrieren heute auf die Tellington TTouch, aber ich möchte, dass ihr weißt, das ist nur ein Teil von der Methode. So, wir haben die TTouches oben, rechts die Tellington Lernparcours, die sind die verschiedenen Elemente wie Labyrinth und alle diese, was man sieht überall now, das Idee von Labyrinth und die Idee von Poolnoodles, wir jetzt benutzen, oder zwischen Plastik und all das, sodass Vertrauen aufgebaut ist. Und dann die besondere Tellington-Ausrüstung, diese besondere Körperbänder, das wir haben, und die Hinterhand für ein Vertrauen zu bringen, sodass das Pferd die ganze Körper spürt besser. Und verschiedene. Und dann diese, was sogenannten Tanzschritte, die sind besondere Führmethode, dass wir benutzen, sodass das Pferd total versteht, was wir wollen von dir. Ohne Stress, ohne Kämpfen. Und dann natürlich Reiten. Und dann die Philosophie. Das Philosophie, dass, wenn wir wollten Verhalten ändern, wir müssen die Haltung plus, wenn wir wollen dies Verhalten und Leistung ändern, wir müssen unser Denken ändern. Wir müssen einander Möglichkeit halten, wie das sein könnte, statt wie das ist. Und so die nächste Folie ist, und das ist dieser besondere Ein-Viertel-Kreis. Das ist das Prinzip von der TTouch. Now, probiere auf deine Hand diese Idee, wenn man das nicht viel gemacht hat, ist es nicht über den Haut, nicht so, aber bewegt die Haut und es ist ein Kreis und ein Viertel. Und was das bringen kann, ist ein Reduzieren von Angst und so das Vertrauen kommt und Schmerzen in das Pferd und Reiter reduzieren oder enden. So, die nächste Folie ist diese 3 Magie-Touches. Nächste Folie. Das ist die Herzumarmung, die Mund-TTouch und Ohren-TTouch. Was ist interessant, das ist für den Reiter, man kann das alles auch am Pferd machen. Mit der Herzumarmung oder Heart-Hug in Englisch, probiere das. Einfach eine Hand
leicht über die, bringt das ein bisschen unter, so dass man sieht hier, this is the heart chakra, but in the middle, ganz leicht. Und vorstelle, dass wir ein Uhr bringen von das Wand hier oben und macht es hier. Und vorstelle, Nummer 6 ist bis unten, 9 bis die rechten Schulter und 12 bis Kinn, in die Richtung von Kinn und 3 bis die linken Schulter. Now, fängt mit 6 an und ganz sanft, die ganz wenig Druck, ein kleines Kreis von 6, 9, 12, 3, 6, 9. Tief atmen und stopp. Now, überlege, was macht dich sehr glücklich? Wie dein Pferd ein Ideal für Arbeit mit dir macht? Oder was macht dich sehr glücklich? Warum? Weil das überwindet die Unsicherheit oder Angst. So ist das gleich. Tief atmen rein durch die Nase, aus durch die Lippen und stopp nach 1,25 Kreis. Now, neu anfangen, probiere die andere Richtung von 6 nach links. Na, einmal bis 6 und dann nach die 3. Welche fühlt sich besser an? So, now, noch einmal in die Richtung, dass ein besseres Gefühl hat. Na, was soll das bringen? Wenn wir sind ein bisschen gestresst oder unsicher oder die Sympathico-Nervensystem ist in Kontrolle und die Teil von unserem Gehirn, das hat diese primitive Teil, das bringt verfluchten Kämpfen und Stress, ist aktiviert. Aber, wow, wir haben sehr viel das geforscht. Wenn wir machen dies 1,25 Kreis, so, aber ganz sanft, leicht gemacht, das aktiviert das Vorbrain. Und das bringt uns in Herzkohärenz. Und das bedeutet, dass das Pferd würde gerne mit uns kooperativ sein. Es macht einen großen Unterschied. Und das ist geforscht schon bei HeartMath Institute. Und wir bei uns auch sehr viel. Now, die Idee ist mit deinem Pferd, wenn ihr möchtet das am Pferd machen, bring eine Hand zwischen die Vorderbeine und eine Hand über ein Wederes. Und Hand auf die Wederes stillhalten und das ganz sanft berühren, ein Viertelkreis zwischen die Vorderbeine. Und now, was sehr viel hilft, ist, wenn man ein bisschen lächeln dabei. Warum? Das aktiviert das Feel-Good-Hormon Serotonin. Interessant. Und das Leichtkontakt, nicht drücken, nicht Massage. Das ist eine Botschaft, ein Message, nicht Massage. Die leichtes Kontakt, leichtes Berührung aktiviert die meiste Oxytocin. Das ist die Vertrauenshormon. Und das ist, was wir wollen zwischen uns und Pferd. Now, die nächste, das ich möchte sagen, ist das Mund-T-Touch. Mit Pferd, es macht so einen Unterschied zuerst, aber man sieht es, wir sehen ein Video nachher. Aber für uns, was sollte das bringen bei uns? Hier, das Mund. Das ist Maul, ne? Oh, jetzt, ich vergesse, welche ist Mund und welche ist Maul, aber ihr weißt das, so.
um die Lippen, bewegt in ganz leicht einen Viertelkreis außenrum. Und durch diese, wir können unsere Emotionen beruhigen, ja, kontrollieren. Und jetzt überlege, wenn irgendwas passiert, das eine Überraschung ist, man macht das sehr schnell Bewegung, ist es absolut instinktiv, das, oh. Und es ist so interessant, dass wenn wir sind unsicher oder wir denken, oh je, ich bin nicht sicher, wie das heute gehen würde, ja, bring hier diese Emotionen unter Kontrolle. Kostet nichts und man kann das tun, so dass kein Mensch sieht, was wir tun. No, wir sehen das nachher am Pferd. Now, die dritte kann sehr wichtig sein für Reiter und für Pferd. Und das ist unsere Ohr-TTouch. So, wie ich habe auf die Idee von Ohr-TTouch bekommen, ist in 1958 mit meiner Arbeitsstute Linda. Sie hat einen 4-Tag Verstopfung. Und in 1958, man kann das kein OP nicht machen. Und ich habe jeden Tag, die Tierarzt war dabei. Und am 4. Tag, er sollte kommen und das Pferd einschläfern. Und ich habe gedacht, okay, für Wiedersehen zu sagen, ich habe intuitiv einfach da gestanden und ganz sanft die Ohren von Basis bis zu Tipps ausstrecken. Und die war patschnass und eiskalt, wenn ich angefangen habe. Ihre Temperatur war unter normal. Aber es ist langsam, ein Ohr und dann die andere, einfach da geblieben. Weiß es nicht wie lang, mindestens 15 Minuten. Komisch. Das Ohr fängt an, trocken zu werden. Dann wärmer. Dann, meine Stute hat die Schweif gehoben und gemistet. Und das war die Ende von der Impaktion. Und in 1979, das war von 85 bis 79, ich war in Achselschwung in Süddeutschland. Und ein Tierarzt hat zu mir gekommen nach einer Vorführung, das er gegeben hat. Und sie hat gesagt, Frau Tellington-Jones, mit wem haben Sie Akupunktur gelernt? Und ich habe gesagt, ich habe nie Akupunktur gelernt. Und sie hat gesagt, so, wie kommt das, dass Sie die Meridian folgt nach? Ich habe gesagt, ich folge meinen Finger nach. Und sie hat eingeladen, zu Hause mit ihr zu kommen. Und ich habe 3 Tage dabei geblieben. Und ihr Mann war auch ein Tierarzt. Und er hat just eine Woche früher dies Ohr-TTouch am Pferd einen Vortrag gegeben in Paris at der Tierarzt-Kongress und hat mir gesagt, die Grund, dass das Kolik geendet war bei meinem Pferd, ist die Ohransatz ist die dreifache Wärmemeridian. Und das aktiviert Verdauen und beeinflusst die Atem. Und die ganze Ohr, die ganze Körper ist beeinflusst von der Ohr-TTouch. Now, dies ist für Mensch auch. Und es gibt Ärzte, der nur Ohr-Staples bringt, für die ganze Gesundheit zu beeinflussen bei Mensch. Now, von viele hunderte Beispiele, korrekt geschrieben, wir haben gefunden, dass wenn du einen Unfall zum Beispiel hast, mit Pferd, kann passieren, weil du wartest für Medical Hilfe, fängt an mit diesem Ohr-TTouch. Fängt an hier, Kreis und ausstrecken. Leicht nach oben. Probiere das.
weil das kann ein Leben retten. Und hier, das kleine Bowl hier, rein und der Atem leicht nach oben. Now, in die Mitte, und bei hier, in this Teil, das ist, wo die Lunge und Herz ist beeinflusst. Und dann ein bisschen höher. Und es ist so fantastisch für, wenn man müde ist, aber trotzdem, wir müssen mehr machen. Bisschen schneller, ne? 4-mal. Wenn ein Unfall passiert, wir können ein Reiter aus dem Schock halten oder aus dem Schock bringen. Wenn ein Mensch von Covid zum Beispiel krank ist oder andere Krankheit, wir können so helfen selbst mit dies. Für alles. Es ist egal, was ist in den Körper nicht in Ordnung und kann nicht schaden mit dies und kann helfen. Und wie gesagt, wir haben viele hunderte Beispiele von diesem TTouch. Wir haben ein bisschen Witz, aber es ist kein Witz, gesagt, wenn du hast ein fantastisches Abendessen gehabt hast in ein tolles Restaurant und die hat so gut einen Nachtisch, aber leider du hast zu viel gegessen, kein Platz mehr. 30 Sekunden von dies TTouch und plötzlich, es gibt Platz für das Dessert. So, es gibt ein anderer, das ihr erinnern könnte, wenn jemand bewusstlos ist, man kann nicht schaden von dem, solange als der Kopf ist natürlich total still gehalten. Und wir können so viel unterstützen, den ganzen Körper, bis Hilfe kommt von Medical Hilfe. So, wir sehen das nachher am Pferd. Und mit der nächsten Folie, das kommt dann der Muschel-TTouch bei Pferd. Was du So instead of making the circle, Beim Muschel-TTouch mache ich den Kreis nicht wie hier mit den Fingerspitzen, sondern mit der flachen ganzen Hand. bring your head a little lower. Bitte nimm deinen Kopf ein wenig tiefer. Actually make the circle with the whole hand, which is what we Ich bewege die Haut mit der gesamten Handfläche. Die Zeichnung zeigt es. Es ist ein ganzer Kreis und ein Viertel. Und ich halte die Stute mit der linken Hand am Halfter. Nach jedem Kreis bewegt Linda ihre Hand ein Stück weiter und beginnt von Neuem. if you can come down a little bit more. That's a girl. That's nice. Das ist gut. Because when she lowers her head like that, Wenn sie ihren Kopf senkt, zeigt sie mir damit ihr Vertrauen. Ich möchte nicht, dass sie ihren Kopf hebt und den Atem anhält, denn das wäre ein Zeichen dafür, dass sie sich unsicher fühlt. That's a girl. Linda atmet gleichmäßig mit der Bewegung. I can put the whole hand on and just melt my hand on her. Come down. Wieder hebt die Stute ihren Kopf. Es ist wichtig, sie erneut daran zu erinnern, dass sie ihren Kopf senken und den Hals entspannen soll. Make a circle and a quarter and a slide. Zwischen den Kreisen hält Linda kurz inne, dann gleitet ihre Hand ein Stückchen weiter über das Fell. Das ist ein ganz sanfter, langsamer Kreis zur Beruhigung und zum Vertrauensaufbau. Und es ist so phänomenal, was ein bisschen von diesem TTouch, 5 Minuten am Tag, auf verschiedene Teile von der Körper, und das baut sich auf, sodass die Kooperation zwischen du und dein Pferd würde mehr, du würdest einen Unterschied sehen, meistens in ein paar Tagen. Now, die nächste Folie ist die liegende Leopard.
Und dies war alles die Namen, dass wir die verschiedenen Teile von den Hands, dass wir benutzen. Das kommt fast alle nach Tiere, das ich gearbeitet habe. Und das liegende Leopard kommt von einer Arbeit mit einem jungen Leopard, Vulcan-Leopard, in der Los Angeles Zoo, das sehr gestresst war, weil ihre Mutter hat die nicht akzeptiert. Und mit dies ganz sanften Kreisen, mit das Teil von der Hand, das kleine Leopard-Katze, die hat das Vorderbein ausgestreckt und sie war dann ruhig. Und da kommt diese Image, diese Bein von das Jung beruhigt dann Vulcan Leopard. Wir sehen das jetzt auf die nächste Folie. Circle and a quarter. Ein Kreis plus ein Viertel, kurze Pause und weitergleiten zur nächsten Stelle. And I really have to pay attention. Und ich achte sehr darauf, dass ich die Bewegung gleichmäßig mit meiner Atmung begleite. And I watch her eye, watch the blinking, what she... Ich beobachte ihre Augen, das Zwinkern und wie sie reagiert. Sie soll mir vertrauen. Yeah, very. Und es ist wichtig, dass es erlaubt, dass ihr Kopf frei und sie darf das. Now, it seems like, ein why did you Handschritt. take all this time? Warum schenken wir den T-Touches all diese Zeit? Warum nicht einfach nur putzen und losreiten? Ich möchte, dass Pferde ein Gefühl für ihren Körper bekommen und ihr Wohlbefinden fördern. T-Touch ist nicht nur für die körperliche Gesundheit hilfreich, sondern auch für die emotionale und mentale Gesundheit. Und das ruhig, aufpassen, gleichmäßig, Tempo und Gefühl, das du hast. Now, die nächste Folie sind die Ohr-T-Touch beim Pferd. Relaxation. Excellent. Now, if T-Touches an den Ohren wirken auf die Gesundheit des Pferdes. Es genügen zum Beispiel nur wenige Minuten vor dem Reiten, um das Pferd aufzuwärmen und zu entspannen. lower, down a little bit. Good girl. Nimm den Kopf ein wenig tiefer. Now, I have to pay attention to how I'm standing. Ich achte darauf, wie ich stehe. Ich muss beweglich bleiben. Wenn ich stocksteif bin, halte ich den Atem an und das Pferd fühlt das. Jeder, der reitet oder putzt, sollte dies beachten. Or grooming has to have this movement. And I always pay attention how I stand. So I keep my knees unlocked because look, if I lock Wenn ich my meine knee, Knie durchdrücke, blockiert das den ganzen Körper. that's it. And this is much safer for me, easy. Ein zügiges Ausstreichen der Ohren wirkt aktivierend. Langsame Striche beruhigen das Pferd. This is so good. Es ist so gut, dass sie ganz entspannt den Kopf senkt, denn sie kennt mich nicht und steht hier in der Reitbahn. Really a good mare. Now, was ist interessant bei dies? Man kann manchmal in ein Ohr-T-Touch-Behandlung das Verhalten ändern. Und ich habe ein Geschichte, das passiert in 1984 auf ein Ranch Vorführung, das er gegeben hat. Und ein sehr erfahrender älterer Mann kommt, und wir haben sehr viele Ranchers und Männer dort in dieser Demo. Und ein hat zu die andere, mein Host, gesagt, dass hat das Pferd das würde nicht helfen mit meinem Pferd. Das geht nicht, es ist unmöglich, dass die Ohren getoucht konnte. Weil ich muss jeden Tag das Pferd lasuen. Denn es war okay. Und mein Host hat gesagt, well, warum haben Sie das Pferd nicht so Linda gebracht? Und er hat gesagt, oh, ich möchte nicht, dass Frau nicht so gut, dass sie gefehlt hat. So, geht zu Hause, hat lasut das Pferd, hat das probiert, die Ohr-T-Touch,
Und er hat gesagt, komisch. Sie hat da gestanden, ganz ruhig, und wenn ich lasse sie frei, sie hat mich zu den Tour nachgefolgt. Und das ist oft unsere Erfahrung. Now, es gibt eine Warnung. Wenn ein Pferd hat schon gelernt, dass von dieser Methode, wo man steht vorne und schickt diese rückwärts, das geht nicht sofort. Man muss von der Seite Vertrauen zuerst aufbauen und das geht nicht von vorne. Von vorne ist ein besonderer Zeichen von Vertrauen. Und das wird das üben, bis du hast diese besondere Beziehung. Die nächste ist das Maul-TTouch bei Pferd. Die Maul-TTouches sind verschiedene Berührungen in der Maulregion, die dazu beitragen, Angst und Spannung abzubauen. Die TTouches am Maul wirken direkt auf die Bereiche im Gehirn, die für die Emotionen zuständig sind. Ich bewege den Nüstern nur etwa 20 Sekunden. Ich mache es so sanft, dass die Stute entspannt bleibt. Sie kann die Berührungen wahrnehmen und genießen. Linda toucht die Maulspalte, dann führt sie vorsichtig Finger und Daumen ins Maul und berührt die Zunge. Die Stute reagiert, beginnt zu kauen und kann sich dabei entspannen. Just a little bit. I just want to touch your tongue. That's nice. Okay? Good girl. Das Streichen am Zahnfleisch wirkt auf das limbische System, das im Gehirn die Emotionen reguliert. You can see she's like pulling really hard. Yeah. Die Oberlippe der Stute ist ziemlich fest. Ich bewege meine Hand und damit auch ihre Lippe. Lift. That's really good girl. Es ist interessant, dass sich die Lockerung der Maulpartie positiv auf die Gelenke auswirkt und sich dadurch der Trab verbessert. Have a better trot. Oh, just by changing this upper lip. That's a funny thing, huh? Yeah. Now we're going to do your... Ooh. Ihre Unterlippe ist angespannt, auch wenn es seltsam aussieht. Die Pferde lernen, diese Berührungen zu genießen. Sie machen von sich aus das Maul auf. I really love this. And they'll stick their lip up to you to get it. Good girl. Kurz gesagt, Maul-TTouches werden in der Druckstärke 2 bis 3 ausgeführt. Sie gehören zu den vertrauensbildenden TTouches. Anwendung finden Sie bei Nervosität, Widersetzlichkeit, Allergien, Headshaking und bei Pferden, die beißen. Sie sind eine sinnvolle Vorbereitung auf Wurmkuren, tierärztliche Kontrollen und das Tragen eines Gebissstücks im Maul. Und die nächste Slide ist der Schweif-TTouch. Und das ist eine andere absolute Überraschung, wie viel beeinflusst das hat an Vertrauen mit deinem Pferd. So, next, bitte. So there are actually 4 different... Es gibt 4 verschiedene Arten, am Schweif zu arbeiten. Ich starte und probiere, was gut funktioniert. See what works the best. But I started... Ich gleite am Schweif entlang. Er ist sehr vertrauensvoll. Und normalerweise, ich würde auf der Er Seite genießt es stehen. und leckt. Ich mache jetzt ein paar Kreise an der Schweifrübe. on the tail. And you see, because he trusts, he lifts that really nicely. Du kannst sehen, dass er den Schweif etwas anhebt. Das spricht für sein Vertrauen. Das ist Teil seiner Gelassenheit, die er ausstrahlt. Der Wallach mag es, wenn ich hier entlang gleite. Viele Pferde klemmen dabei den Schweif ein. Er hält ihn ganz locker und hebt ihn. Ich bewege den Schweif. Es ist sehr gut, dass er so viel Vertrauen hat. Mit der Schweifbewegung wirke ich auf die Rückenmarkflüssigkeit in der Wirbelsäule ein. And I like to Ich stehe seitlich satt direkt hinter dem Pferd, weil es sicherer ist, denn ich kann schnell zur Seite treten, falls nötig. Wenn ich direkt dahinter stehe, ist das nicht gut möglich. not so good. Passiert ein Unglück. Genau. Yes, that's it. So now I'm going to give it. Ich halte den Kontakt und lasse ganz langsam wieder locker.
Lege deine Hand hier auf und spüre die Bewegung im Rücken. Because you can't see so much that Du kannst auch sehen, was passiert. circle and Kreise. Und er entlastet und entspannt die Hinterhand. Ich bewege den Schweif in beide Richtungen. Und ein ganz langsames Nachlassen des Kontakts. That's nice. Und dies Schweifarbeit ist so ein wichtig Versicherung, sodass das Pferd Vertrauen hat, von was von hinten kommt. Und es ist wichtig, dass das Pferd ist nicht ausgebunden für das. Oder mindestens, dass sie das Kopf senken kann. Es bringt so viel mehr, wenn die sind auf beide Seiten aufgehängt. Die kann nicht das Gefühl haben. So probiert es in einer Box, wenn möglich ist. Oder wie ich mag das, wo in der Washrack, wo das Pferd die Freiheit haben kann. Du kannst anfangen, das Pferd, I don't know, the tide up is verbunden mit einem Strick, aber nicht seitlich. Ja. Und es hilft, wenn die sind unsicher, dass sie ein bisschen Heunetze hat und kann fressen. Weil das Fressen bringt die in den Parasympathetic Nervensystem Status, sodass sie besser lernen kann von hier. So, die nächste Folie ist ein Überblick von was wir sehen als die 9 Elementen von TTouch. Und mit der Mindmap, man fängt oben rechts, wo das heißt die TTouch-Kreis. Das ist das 1,25 Kreis. Und über die Jahre, was ich ungefähr vor 15 Jahren, das 1,25 Kreis ist das besondere Spiral. Das goldene Spiral, das in alle von der Natur ist. Und das hat das 1,25 Kreis am Körper, auf unserer Körper, oder auf dem Körper von der Pferd, das ist wie ein Schlüssel. Das macht eine Verbindung mit das phänomenal, divine, göttliche, universal Intelligenz in jeder Zelle. Das Cellular Intelligence. Und es ist so interessant, was wir mit das tun können. Na, die nächste, druckstarke, ist ganz sanft gemacht. Ich kann das nicht in einer kurzen Zeit zeigen, aber zum Beispiel, wir haben von 1 bis 10 druckstarke und wenn man hat gerne sehr tief Massage am Körper, das würde von 7, 8, 9 oder 10 sein. Wir machen dies mit 1 Druck bis 3 oder 4. Selten mehr an Pferd. Und das Tempo ist 1 Sekunden, Schnelltempo. Ja, wenn wir wollen die aufwachen oder, anfangen, wenn ein Pferd nervös ist. Aber 2 Sekunden, jeder Kreis 2 Sekunden, das bringt die beste Lernphase von das. Und auch bei Mensch. Und das 3 Sekunden, um den Kreis zu gehen, das bringt uns in sehr, sehr tief Beruhigung. Besser 2 Sekunden. So, das Achsenpause in zwischen die Touches sounds, just stop. Und ganz ruhig da bleiben, nicht denken, oh je, was wird er jetzt essen? No. Hier, ganz still sein. Und das aktiviert die phänomenal Heilungskraft von das Pferd. Dann, wir haben die Verbindung, wie wir rutschen von einem Kreis bis die nächste. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Unsere Position, unsere Körperposition für Sicherheit, für ideal Gesundheit für uns, wie wir stehen. Die Atmung, wir haben sie schon gesagt, probiere es rein durch die Nase
die und raus durch diese leicht aus durch die Lippen. Und dann die Intention. Intention ist, dass wir sehen die Vollkommenheit, die Idealfunktion von das Pferd. Und das ist die letzte Feedback, das wir geben. Wenn ein Pferd bewegt zu viel oder ist nicht bequem mit was wir tun, ändert die Druckstärke oder der Teil der Handposition, das du benutzt. Oder wenn ein Pferd sehr empfindlich ist, manchmal man muss machen die TTouches weg von dem Körper. Und das ist erstaunlich, wie das wirkt. So, das gibt einen kurzen Überblick von der Werk. Ich bin so dankbar, dass wir haben alle diese Videos, das WEHORSE hat gemacht. Und ich bin so dankbar, dass ich habe viele Bücher in Deutsch. Ich bin sehr dankbar über das. Und wir haben auch sehr viele Practitioners in Deutschland. Und man kann zu Tellington.Methode.de gehen und eine Verbindung mit einem Practitioner von Tellington-Methode. Hey du, so Christian, du musst jetzt ein bisschen über WEHORSE sprechen und dann wir haben Fragen, oder? Wir haben sehr viele Fragen und wir haben hier noch einmal für euch die Kurse, die wir mit dir gemacht haben und wie du ja erzählt hast, Linda, es sind wirklich, jeder TTouch ist erklärt, wie man ihn en Detail macht, deswegen das kann ich euch allen sehr ans Herz legen. Für alle Teilnehmer hier des WEHORSE Online Festivals haben wir exklusiv heute 33% Rabatt auf unseren Jahreszugang. Mit dem Gutscheincode Online Festival 2021 gibt es 33% Rabatt und an dieser Stelle auch noch einmal ein Hinweis auf unseren Podcast, wo du auch am Start bist. Ihr seht das Ganze oder ihr könnt uns hören auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. So, liebe Linda, Fragen würde ich sagen. Okay. Wir legen mal direkt los. Wir haben sehr viele Fragen, deswegen die Bitte an dich immer auch um eine kurze und kompakte Antwort, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ihr könnt unten auch noch die anderen Fragen der Kollegen hoch oder runter stimmen, einfach euren Like-Daumen verteilen oder halt auch nicht. Wir legen los mit der Frage von Verena und die lautet, gibt es TTouches, die bei der Arthrose helfen können, also wenn Pferde betroffen sind von Arthrose? Absolut. Und ich muss immer sagen, TTouch ist nie man muss immer zuerst einen Tierarzt benutzen und alle medizinische Hilfe und dann dabei bringt die Touches. Und das ist, wo die Tips von den Fingers, diese sogenannten Waschbär-Touches, alles diese Teil der Gelenk, das steif ist, aber sanft, nicht Druck. Es ist kein Massage. Es ist diese phänomenal heilen Möglichkeit, dass das Pferd in sich hat, zu aktivieren, unterstützen. Wunderbar. Hier kommt die nächste Frage. Und Ur-TTouch. Und Ur-TTouch. Jetzt eine anonyme Frage, 26 Likes aus der Community. Kann man den TTouch auch vom Sattel aus machen, wenn man zum Beispiel in eine kritische Situation kommt oder das Pferd Angst hat? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Now, was ich empfehle, wenn ein Pferd zum Beispiel nicht vorwärts gehen, sieht irgendwas und sagt, ich stoppe. Wenn man fängt an, vorwärts schreiben, wir wissen, was passiert, entweder steigen oder umdrehen. No, stopp und bringt die Hand ruhig hinten, aber pass auf, dass er schon versteht und macht die Touches hinter die Sattel, so aktivieren die Gefühl von hinten. Weil wenn ein Pferd Angst hat über was, die spürt den Körper nicht. Und dann bringt das Pferd bei, wenn er nicht keine Angst hat, dass wenn du kommst, oben auf den Main kommen, mit Touches, dass die senkt den Kopf. Nicht zu tief, aber nicht in dieser hohen Haltung. Und
Übe das, wenn das Pferd ruhig ist und nicht unsicher oder nicht kämpft. Du kannst viel machen von oben. Und Harthugs für dich. Es ist auch sehr wichtig. Bleib ruhig und bleib sicher. Es hilft eigentlich beiden. Es hilft Mensch und Pferd. Genau. Wunderbar. Linda, hier kommt die nächste Frage. 23 Likes aus der Community. Was kann man machen mit T-Touches, wenn das Pferd keine gute Balance hat? No. Sprechen wir über Physical Balance, Mental oder Emotional Balance. Und das ist, was wir mit der Telling-Methode aufpassen. Wenn das Pferd kein gute Balance hat, meistens, die sind nicht gut in ihr Körper. Und dieses Beindrehen, das du auf WEHORSE gehabt hast, vorne und hinten, das macht sehr viel aus für Balance. Und diese Idee, dass wir bringen die Pferd in den Körper mit T-Touches verbunden, von vorne bis hinten und unter auf die vier Beine. Es ist erstaunlich, wenn die hat kein Balance oder nicht gut Balance, die fühlt sich nicht so gut. Bring ein neues, sicheres Gefühl in den Körper. Und es ist anderes als Massage. It's, wait a minute, bring die rein, so dass sie ein sicheres, gutes Gefühl hat. Und probiere den Harthug auch bei deinem Pferd. Wunderbar. Hier, liebe Linda, kommt die nächste Frage. Wir haben sie eben schon zum Teil auch beantwortet, aber vielleicht kannst du es auch noch mal sagen. Was sind so aus deiner Sicht Tipps, wenn man ein ängstliches Pferd hat? Oh, ja. Wo fängt man an? Keine einfache Frage. Unsicher. Ja, zum Beispiel, wir wollen die Grenzen geben. Und so oft man denkt bei einem ängstlichen Pferd, oh ja, well, wir lassen die longieren oder in der Raum pennen, bis die müde sind und die würde die Angst lösen. Nicht so. Bring sie in unser Tellington-Labyrinth. Weil die so interessant, nur diese Grenzen gibt die ein Gefühl. Plus, macht unser Körperband um den Brust und die Hinterhand, das gibt die auch ein neues, sicheres Gefühl. Das ist, wo fang an mit dem Ohr-T-Touch. Sink den Kopf, weil Angst ist, überlege, wie ist die Haltung von einem ängstlichen Pferd? Oben, ne? Das bedeutet, das sympathische Nervensystem ist in Kontrolle. Bring den Kopf ein bisschen unter. Nicht zu tief. Wenn das Nase geht tiefer als die Vorderwurzelgelenk, das Pferd ist nicht dabei. That's a trick. It's a nice circus thing. But nicht hilfreich für Angst überwinden. Main Slides. Schweif, Rutschen auf den Schweif. Das hat eine Wirkung auf das ganze Nervensystem. Interessant, ne? Dass der Haar auf der Mähne und der Schweif ist ein Teil von dem ganzen Nervensystem. Und das beruhigt die und bringt die in den Körper. Du kannst so viel mit diesem T-Touch machen mit das. Großartig. Wir kommen zur nächsten Frage. Hier ist gerade so viel los im Fragebereich. Hier war gerade noch eine Frage von Verena. Wie lautet der Code für die reduzierte Mitgliedschaft? Der lautet Online Festival 2021 und gilt für alle Neukunden auf WEHORSE. Also Linda, hier kommt die nächste Frage. Und auch das ist ein Klassiker. Was macht man bei dem Ohren-T-Touch auch die 1/4 Kreise oder streicht man einfach nur die Ohren aus? Sehr gute Frage. Ich probiere die Ohransatz. Das bewegen die Ohr ein bisschen so. Die Beeinflusse haben über die Dreifachtelwärmeridian. Aber dann ist diese lang ausstreichen.
Now, wenn ein Pferd sehr überall nervös ist, das ist, wo man kann das T-Touches auf die, halt die Daumen auf die outer side und dann die Ohr-T-Touches die ganze Ohr entlang. Ich habe ein Video irgendwo, das Gabrielle Boiselle hat gemacht mit einem von ihren Fahrponys, das sehr skittisch war. Und ich habe eine Stunde nur mit diesen winzig waschbare T-Touches sehr tief in die Ohren gemacht. So für die ganze Körper zu beeinflussen. Kann nicht schaden, das ist was nett ist. Großartig. Und da die nächste Frage, Linda, die schließt da eigentlich direkt dran an. Was tue ich eigentlich, wenn das Pferd sich nicht gerne an den Ohren anfassen lässt? Ja, well, das ist eine sehr gute Frage. Fängt an, Vertrauen aufbauen in den Rest. Fängt an, wo das Einfaches ist. Vielleicht ist über am Schulter, vielleicht am Rücken. Fängt an, überall hier, Pferd, du kannst mich vertrauen. Und bring sie in den Körper. So dass Johann, vielleicht Christian, du hast das Video gesehen, das mit Rembrandt gemacht war. Ja, klar. Weil Nicole Apphoff hat gesagt, ich habe das Video gemacht und mit Rembrandt, weil Nicole hat gesagt, sie konnte seine Ohren nicht berühren. Und es war immer ein Problem, die so rasen und so weiter. Und ja, ich habe eine Stunde mit ihm. Er war dann 18 Jahre alt. Und ich komme dahin und ich sage, hallo. Und ich fange an, die T-Touches überall am Körper zu gehen. Und man sieht das. Ich gehe dann am Ende zum Kopf und ich konnte überall die Ohren berühren. Und Nicole Apphoff konnte dann von Sattel aus dies auch machen. Und sie war total überrascht. Eine Stunde. Und das vielleicht auch für alle unsere Zuschauer. Du hast ja schon, wie gesagt, mit Nicole Apphoff-Selke, Olympiasiegerin im Dressurreiten, Klaus Balkenhol mit vielen ganz, ganz großen Reitern, aber auch in der absoluten Breite gearbeitet. Also es ist etwas, was auch für jedes Pferd einfach anwendbar ist. Ja, und für mich ist so toll, diese Beziehung, die besondere, vertrauensvolle Beziehung, was möglich ist mit einem Pferd, mit diesen T-Touches. Es ist für jede Reiter, weil so viel, was ich höre so oft ist, ich möchte einfach eine besondere Beziehung, Vertrauen haben, Gefühl, herzliche Gefühl haben. Und das T-Touch, it's eine Verbindung, eine Beziehung, das ist Herz zu Herz, Seele zu Seele und Soul zu Soul, Cell zu Cell und Seele zu Seele. Yes, it's So, alle drei. Und die Frage, die hier von Jason gestellt wurde, ist auch relativ ähnlich zu der Frage von TR und ich glaube, die haben wir jetzt schon beantwortet, nämlich was mache ich halt, wie gesagt, wenn mein Pferd sich nicht so einfach an den Ohren anfassen lässt. Wir kommen zur nächsten Frage, die kommt von Tanja, 27 Likes aus der Community. Meine Stute hat Gurtzwang. Kann ich hier mit T-Touch helfen? Ja, mit Gurtzwang, wir können das mit der Hinterteil von der Hand am Gurt diese T-Touches machen und unter am Bauch, aber zuerst pass auf, dass das Pferd nicht so ausgebunden ist, aber mit einem normalen Strick und tied up und mit ein Heunetz, sodass die hat was zu tun mit Fressen, weil du dabei kommst. Und das ist die Frage, ist das Pferd nur schnappt in die Luft oder echt probiert zu beißen oder, wie schlimm ist das? Ist ein bisschen egal, weil was ich auch empfehle, ist Sattel von der rechten Seite statt die linken Seite. Und das macht so viel aus und bringt diese T-Touches
ist es der Rückseite von der Hand, einen Viertelkreis und ein leicht nach oben strecken. Und macht es überall auf die Gurtpartie. Pass auf auch, wenn das Pferd sehr empfindlich ist, das kann auch von, oh gosh, no, I forget in the German word, ulcers. Was ist Ulcer, Christian? Ulcer. No, ULSER. It's von den verschiedenen Problemen in inflammation. Look it up on Google. English ulcer, weil das ist sehr wichtig. Mit C, das Geschwür ist es. No. ULCER. S-E-R. S. Okay. It's a normal, ihr alle kennt das. So viele Sportpferde hat das. Come on. Was ist das Wort? Beschwür, du sagst. Es ist Magenbeschwür. Geschwür, genau, wie ich gesagt habe. Geschwür. Oh, sorry. Magengeschwür. Ich konnte das nicht verstehen. Wir haben es ja gemeinsam herausgefunden. Mich würde mal interessieren, wie viele Menschen aus dem Chat das englische Wort dort kannten. Ich kannte es auch nicht. Es ist auf jeden Fall Geschwür. Ja, Magengeschwür. No, es ist nicht nur Magen. Das kann auch weiter vorne sein. Und man denkt, es ist mehr in der Flankenbereich, wo die sind empfindlich. Aber das kann auch vorne bei den Gurt sein. So, wichtig, dass du das, passt auf, wenn das extrem ist und check das mit einem Tierarzt. Ja, sehr gut. And this thing von Satteln von the other side und lass die Heu fressen auch, das ist phänomenal, wie das wirkt. Auch die nächste Frage hat damit ein wenig zu tun, nämlich gibt es einen TTouch, der bei Magenreizung, und gerade Magengeschwür ist ja auch ein großes Thema, zusätzlich zu anderen Behandlungen unterstützend wirken kann? So, und das ist diese sanft kreisende Bewegung mit der ganzen Hand schmelzen die Flankenbereich. Und normalerweise mit einem Schaffeld. Now, ich muss immer sagen, das ist in Kombination mit Tierarztbehandlung. Aber die Angst ist dort und die Gewohnheit für Schmerzen zu haben. Aber wir haben so viel Erfolg mit das. Es bringt nichts, wenn wir strafen das Pferd für Ausschlagen oder alles Theater, das die machen. No, just easy und bring Vertrauen. Berühren, wo das okay ist, und dann gehe in die Richtung von der Flanke. Und man muss aufpassen, weil ein Pferd mit sehr schmerzhaft ist, die probiert auch zu schlagen. Ne? Bleib sicher und macht es ganz ruhig mit der ganzen Warme von der Hand oder ein Schafell unter. Ganz sanft. Kann sehr viel helfen sein. Und das ist auch erinnern dieses Ohr-TTouch, weil das hat eine Wirkung auf den ganzen Körper. Und hier kommt die nächste Frage, liebe Linda, von Katharina, 23 Likes der Community. Wie viel oder vielleicht auch ob sollte ein Pferd aufgewärmt werden, bevor man mit TTouch anfängt? Was bedeutet aufgewärmt? Do I need to warm up the horse before I start with TTouch? No, you start the TTouch before the warm-up. Ganz wichtig, also wir können immer mit TTouch sofort starten. Genau, ja. No, wenn das Pferd nicht still steht, vielleicht hat zu still gestanden, zu lange, hat zu viel Energie und bleibt nicht still und du hast nicht so viel Erfahrung mit dies. Lass ihn frei rennen oder gehe direkt in den Labyrinth. Halt die Aufmerksamkeit dort in den Fokus von das Pferd und dann fängt an mit TTouch, wenn die nicht still steht. Wunderbar. So,
Und dann, wir schauen auch mal in einige Fragen, die ein bisschen weiter unten sind. Hier ist, glaube ich, noch eine spannende Frage von Annika. Mit welchem T-Touch sollte man bei einem jungen Pferd, zum Beispiel von 3 Jahren, am besten anfangen? Fang an mit der ganzen Hand, just ruhig über den Körper zu gehen. Und just pass auf, na, kann ich überall mit ganz sanft Berührung gehen. Und wenn du kommst an eine Stelle, wo das Pferd ist unsicher, geh zurück. Bis das Teil, wo dir ist okay mit Berührung. So dass das Pferd versteht, dass du hast verstanden, ist ein bisschen unsicher dort. Und statt, jede Pferd oder meiste Pferde würde stillstehen, wenn wir schreien dagegen und patsch, no. Aber wir wollen das Vertrauen aufbauen. Überall, bis man überall das ruhig Hand gehen kann. Schweif, Hafen den Schweif aussehen von der Seite, nicht von hinten, was ich da auf das ältere Pferd gesagt hat. Und in die Mähne und der Vorlack. Dies Vorlack. Wenn man ist erstaunlich, wie viel das Pferd würde das gerne mit dir sein. Und pass auf, dass du in Herzkohärenz bist mit der Atmen und mit der Gratitude. Dankbarkeit. Ja. Liebe Linda, es war großartig mit dir. Christian, eine Dinge mehr für alle. Now, das ist schon geforscht und wir wissen, dass so ist. Du kannst von hier, wo du jetzt stehst dort, du kannst vorstellen, dass du das mit deinem Pferd machst. Es ist schon geforscht, dass wir können von Abstand, wenn du zu Hause bist und das Pferd im Stall ist, einfach denken und üben. Und probiere, dass das Pferd dabei ist und guck die ganze Vorführung an von den Rest von den Trainers. Das Linda, ist was anderes, ne? Vielen lieben Dank, es war großartig, dass du dabei warst. Jetzt ist es auch schon wieder eine Stunde später am Abend bei euch in Hawaii. Aber cool, dass du dabei warst. Und wie gesagt, alle deine Kurse sind bei uns auf WEHORSE.com. Viele Grüße nach Hawaii. Die nächste Trainerin, nämlich Claudia Butri, steht schon in den Startlöchern. Wir haben jetzt gleich noch ein kleines Video für euch. Und noch einmal für alle im Stream zur Erinnerung, ihr müsst gleich einmal die Seite neu laden. Das ist eine kleine technische Anforderung. Wir sind uns sicher, ihr schafft das wunderbar. Also gleich einmal die Seite neu laden, nachdem das letzte Video hier durch ist. Und dann kommt in Kürze Claudia Butri. Vielen Dank, Linda. Viele Grüße nach Hawaii in die Sonne. Tschüss, alle. Und Danke. Bis bald. Und hier kommt gleich die nächste Aloha. Session mit Claudia. In über 300 Kursen findest du das beste Wissen rund ums Pferd. Darunter Übungen, Ideen, Lösungen und Tipps, wie du dein Training abwechslungsreich und erfolgreich gestalten kannst. Vom Dressurreiten über die Pferdepflege bis hin zum Springreiten in über 15 Kategorien findest du garantiert, was du brauchst. Die Schritt-für-Schritt-Übungen sind verständlich und klar und vermitteln dir genau das Wissen, das du in deinem täglichen Training anwenden kannst. Du erkennst sofort, ob ein Kurs zu dir passt. Speichere deine Favoriten, um sie später noch einmal anzuschauen. Und profitiere von zusätzlichem Kursmaterial. Kurz gesagt, es ist für jeden etwas dabei. Also, worauf wartest du noch? Jetzt anmelden und besser werden mit WEHORSE.com.